Also was ich gelernt habe in der Zeit ist, dass Fußball nicht alles ist. Wenn man 5 Monate nur den Kraftraum und das Fahrrad sieht, ich hätte am liebsten den ganzen Campus abgefackelt. Man hat sich selbst besser kennengelernt. Also ich habe meinen Körper besser kennengelernt. Ich habe gelernt, dass ich auch alleine Dinge schaffen kann und nicht nur im Team. Julie vor einem Jahr war schüchtern, war spielerisch mega, war schon ein kleiner, junger Superstar. Jetzt ist sie die Person, die gerne die Sachen übernimmt. Sie erzählt gerne was, sie organisiert die Sachen. Ich würde einfach sagen, dass sie ist jetzt erwachsener geworden. Julie, mein Bruder, ich bin extrem dankbar. Und ich liebe dich einfach, Bro. Ich bin aufgestanden und habe mich eigentlich richtig gut gefühlt. Also ist ja immer, wenn ein Länderspiel ansteht, hat man richtig Bock. Und irgendwie war es so, ich habe mich richtig frisch gefühlt. Und eigentlich stand halt dem nichts im Weg, dass es ein super Spiel wird. Ja, dann war der ganz normale Ablauf halt, wie es am Länderspieltag so abläuft. Wir sind zum Stadion gefahren, aufwärmen, alles war gut. Ja, die ersten 30 Minuten waren auch gut. Also hatte viele Aktionen, alles super. Und dann kam eben die eine Aktion. Ich habe ja links hinten gespielt und eigentlich hat man die Situation ziemlich oft im Spiel, dass man dann so, ich bin ja Rechtsfuß diagonal nach innen zieht, Richtung 16er. Und dann dachte ich mir, okay, ich guck mal, was passiert. Läuft jemand ein oder kann ich selber schießen? Und irgendwie hatte ich so 5 Gedanken auf einmal. Und ja, es hat sich nicht wirklich was ergeben, was für mich Sinn gemacht hat in dem Moment. Und dann ist es ja wirklich so eine Millisekunde, wo man sich entscheiden muss. Ich bin mit dem Knie weggeknickt und ich habe auch direkt meinen Arm gehoben, weil ich direkt wusste, also ich habe es gehört und ich habe es auch gespürt im Knie, dass halt irgendwas nicht mehr da ist, wo es eigentlich sein sollte. Und deswegen wusste ich auch direkt, dass das keine leichte Verletzung sein wird. Als ich die Bilder dann sah, wie sich das Knie durchbog, da war mir dann klar, das musste was Schlimmeres sein. Und dann wurde klar, oh, das ist was Schwerwiegenderes und vielleicht auch noch mal ein bisschen schwerer als nur ein Kreuzbandriss, weil noch eine zusätzliche Struktur betroffen war. Und da merkt man schon, oh, das könnte eine zähe Geschichte werden. Da geht einem schon sehr, sehr viel durch den Kopf. Und klar, man liegt dann dort irgendwie im Krankenhaus und merkt, man kann eigentlich gar nichts mehr. Und es ist so weit weg, dass man wieder zurück darf. Von daher habe ich am Anfang schon viel gegrübelt, ob das wieder so wird, wie es mal war. Ich kann mich erinnern, ich habe da mit meinem Bruder gefacetimed, völlig verheult, völlig am Ende. Und irgendwie hat er es halt geschafft, mir trotzdem ein gutes Gefühl zu geben, dass ich halt nicht alleine durch muss und dass egal, wie lange das jetzt dauert, dass ich halt zurückkommen werde. Die wird jetzt nach der OP die ersten Tage richtig zum Kotzen sein. Und das war sie auch. Das sei aber normal bei den Profis. Wenn die aus dem normalen Leben gerissen werden, sind die erstmal richtig daneben. Ich hatte die Julie dann nach Hause genommen und sie war richtig, ja, schon fast gemein zu mir. Und dann habe ich mal ein paar harte Worte zu ihr gesagt. Dann beginnt sie zu weinen. Und während des Weines ging es ins Lachen über und dann, ab da ging es dann. Sie hat die Situation erkannt und sie wusste, sie muss jetzt einfach das Leben in die Hand nehmen und das Beste draus machen. Um klar Grenzen stecken zu können, ey, so und so wird das, auch wenn es erstmal brutal hart ist, das weiß ich ja noch. Erstes Mal ist sie da, hockt auf dem Radl und ich sag, Julie, so wie es aktuell ausschaut, könnte es wahrscheinlich schon ein Jahr dauern.
nächste Spiel stand an und dann sehe ich halt, wie die Mädels halt mit dem T-Shirt einlaufen, so mit meinem Namen, und war halt eine brutal schöne Geste. Also da muss ich auch sagen, sind mir die Tränen gekommen, weil irgendwie hat man halt das Gefühl, man ist so weg vom Schuss auf einmal und man ist auf sich allein gestellt, aber das sind halt doch so Aktionen, wo man merkt, man hat halt trotzdem eine Mannschaft im Rücken und sie denken an einen, auch wenn man gerade nicht dabei sein kann. Ja, damit sich Julie einen Monat nach mir verletzt hat, war ich auch ein bisschen früher in der Reha als Julie. Und da in der Zeit, wo sie zur Reha gekommen ist, war sie war richtig traurig irgendwie. Ich würde nicht sagen depressiv, aber man konnte sehen, dass sie richtig traurig war und ja, sie hatte einfach keinen Bock auf Reha und sowas. Was kannst du aktuell? Kurze Analyse, wie schaut es wirklich aus? Schiene ablegen. Was kannst du an Beweglichkeit, so als Grundlage für alles andere? Zusätzlich baut man dann die Stabilität auf. Okay, man merkt schon, das Ding war relativ steif am Anfang, dadurch, dass die so lange eine Schiene anhatte. Und dann merkt man, okay, erstmal wieder das Knie bewegen in alle Muster. Stabilität, alles ergänzend dazu, was man schon machen kann, vorbereitend vom Herz-Kreislauf-System schon mal für intensivere Sachen, die man später plant. Und dann geht es nach und nach vorwärts. So, die 10. Einheit diese Woche auch geschafft. Und jetzt ist erstmal ein bisschen Zeit für Regeneration. Du kannst alles wieder gut bewegen. Jetzt nutzen wir das Ganze aus. Mehr Kraft, kleine Sprünge, vorbereiten aufs Laufen. Ja, ein bisschen Seilspringen wieder, ein bisschen kürzere, schnelle Bodenkontakte. Dann geht es wirklich rüber zum wirklichen geradeauslaufen, joggen. Einfach ein paar Minuten immer wieder steigern, pro Woche mehrfach. Zusätzlich machst du weiter dein Kraftprogramm. Dann gibt es ein bisschen mehr seitlichen Einschlag, mehr Kontrolle erforderlich. Und dann geht es hin, Tempo auf dem Platz wieder. Also erstmal wieder einen Fußballschuh schnüren, mal ein bisschen abbremsen, ein paar Antritte machen, wieder ein bisschen Gras unter dem Fuß bekommen. Und dann geht es von da an weiter in die Richtungswechsel rein. Ja, und das kommt halt dann alles zeitlich gestuft mit ein paar Tests noch dazu. Und dann geht es nach und nach an die Kugel und dann noch ein paar Wochen Vollgas am Ball, um wirklich zu sehen, okay, hält das Ding alles stabil, sie kann alles, ist fit und dann Cut. Wir haben uns einfach mega gefreut für jede sozusagen kleine Success, für jede Kleinigkeit. Guck, Jovi, jetzt kann ich normal spazieren. Weil wo Julie jetzt damals in der Reha gekommen ist, sie konnte nicht normal spazieren. Die Knie war so, ich habe sie Eiffel Tower genannt, weil es war echt quer. Sie konnte einfach nicht normal spazieren. Und dann einfach Schritt für Schritt die erste Lauf, die Sprünge, erste Training auf dem Platz, erste Richtung wechseln, Sprint, Torschuss. Das haben wir alles zusammen erlebt und wir haben uns einfach richtig darüber gefreut. Und ich glaube, keiner außer uns konnte das verstehen. Dann gehst du einfach in die Kabine und sagst die Mädels, heute habe ich gelaufen. Und die waren so, ja, cool, super. Aber die haben einfach nicht gewusst, wie viel Arbeit und Mut und alles dahinter steckt. Und deswegen, ich finde besonders schön, dass wir hatten die Chance, diese kleinen Erfolge zusammen zu feiern. Ich muss sagen, gerade in der Reha haben wir halt sehr, sehr anstrengende Sachen gemacht. Also, keine Ahnung, man trainiert ja 10-mal die Woche, man hat 5-mal eine Einheit auf dem Platz mit Läufen und irgendwie hat man sich so daran gewöhnt, es ist irgendwie Routine geworden, dass man wirklich an seine Grenzen gehen muss, weil man halt auch wieder in seine Form finden will und zurück will. Wir hatten ja einen sehr strengen oder harten Reha-Trainer mit dem Philipp und da gab es schon Einheiten auf dem Fahrrad, die waren extrem anstrengend oder mit so Seilen, wo man wirklich in einen extrem hohen Pulsbereich kommt und da haben wir sie angefeuert, teilweise sogar angeschrien, dass sie es durchzieht. Es war auch immer eine große Portion Spaß dabei, ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. So, ich bin jetzt gerade am Campus angekommen. Endlich geht's in die letzte Woche. Ist noch alles ein bisschen surreal, aber tatsächlich sind die letzten Tage angebrochen. Heute ist Dienstag. Heute steht eine Vormittagseinheit im Kraftraum an, vor allem für die hintere Kette, für den hinteren Oberschenkel. Da starten wir immer ein bisschen mit dem Fahrrad.
Dann geht's Richtung Beweglichkeit und Mobi. Dann ein paar Sprünge, ein bisschen was mit den Minibändern und ein paar Kraftübungen eben. Und am Ende bin ich dann auch noch auf dem Slider und am Schlitten. Und dann freue ich mich schon, nachmittags geht's wieder auf den Platz. Heute vor allem positionsspezifisch für mich mit Flanken und Torabschlüssen. Von daher ist die Vorfreude groß und am Ende gibt's zwar ein paar Läufe, aber wie gesagt, ist alles erträglich, weil es endlich die letzte Woche ist. Als ich wusste, das ist ein Ende in Sicht, also so die letzten 7 Monate, habe ich mir gedacht, ich muss irgendwas machen, wo ich dann wirklich auch vor mir sehen kann, wie ich die letzten Schritte gehe. Und dann hat mein Physio mich auf die Idee gebracht, dass ich mir noch ein Maßband aufhängen könnte, damals mit 70 Zentimetern und dann immer für jede Trainingseinheit 1 Zentimeter abschneiden. Und das war dann echt sehr, sehr cool, dann immer zu sehen, wenn man dann 10 Einheiten die Woche hat und man dann am Ende der Woche halt den 10. Zentimeter runterschneidet, dass da wirklich das immer kürzer wird. Von daher kam man auch immer nach der Reha halt sehr gerne nach Hause und hat sich darauf gefreut, da was abzuschneiden. Und umso schöner ist, wenn jetzt nur noch so ein kleiner Fetzen da hängt. Also mir ist schon aufgefallen, dass ich auch durch die Verletzungszeit sehr, sehr viel an mir selbst arbeiten konnte. Man hat gerade über die ersten Monate natürlich sehr, sehr viel Zeit nachzudenken. Und auch wenn es eine schwere und lange Zeit war, auch sehr, sehr viel Positives einfach für mich selbst entdecken können. Und ich habe auch mit meiner Familie zum Beispiel gesprochen. Die haben zu mir gesagt, ich habe mich verändert. Also im sehr, sehr positiven Sinne, dass ich oft meine Meinung gesagt habe, dass ich viel selbstbewusster aufgetreten bin. Und von daher glaube ich, dass man das natürlich dann auch hoffentlich mit ins Spiel nehmen kann und da auch ein bisschen besser auftreten kann. Ich würde sagen, Julie vor einem Jahr und Julie jetzt. Julie vor einem Jahr war schüchtern, war spielerisch mega, war schon ein kleiner junger Superstar. Aber sie war, ich glaube, schon ein bisschen unsicher in sich selbst und hat sich nie getraut, so in die große Gruppe was zu sagen oder zu übernehmen oder einfach, wenn wir auf dem Tisch sitzen, was zu erzählen. Und ich glaube, im Laufe der Reha oder jetzt ein Jahr später hat sich voll viel geändert. Wir machen immer Spaß, dass sie jetzt eine reife Lady ist, aber das ist sie auch. Sie ist echt erwachsener geworden. Jetzt ist sie die Person, die gerne die Sachen übernimmt. Sie erzählt gerne was, sie organisiert die Sachen. Es hat auch in diesem Schlimmen was Gutes. Die Johanna ist ein wunderbarer Mensch, sagte Julie. Ich habe sie auch schon kennenlernen dürfen. Da hat sich eine wunderbare Freundschaft entwickelt. Am Anfang haben wir auch nicht so viel geredet, muss ich ehrlich sagen, weil sie war irgendwie, würde ich sagen, auch so ein bisschen verzweifelt, unsicher. Sie war in eigenem Film. Aber mit der Zeit hat sie sich mehr und mehr geöffnet. Und dann habe ich auch gecheckt, was für ein wunderschöner Mensch sie ist. Irgendwie war es Glück im Unglück, würde ich sagen, dass wir uns beide halt hatten. Also dass wir eigentlich fast die ganze Reha zusammen verbracht haben, dass wir nie alleine waren, egal in welcher Phase wir in der Reha waren. Bei mir war es ja so, ich konnte ewig lang nicht laufen gehen, also ich war immer auf dem Fahrrad, dass die Beweglichkeit wieder in mein Knie kommt. Und es waren halt fast 5 Monate, wo man sagen muss, wenn man 5 Monate nur den Kraftraum und das Fahrrad sieht, ich hätte am liebsten den ganzen Campus abgefackelt. Aber Jovi war halt immer da und irgendwie hat man halt trotzdem jeden Tag Bock gehabt, in die Reha zu kommen. Und
wir hatten trotzdem unseren Spaß. Also irgendwie haben wir aus der schweren Phase halt was extrem Cooles und Schönes gemacht. Und ich muss ehrlich sein, wir haben jetzt so gute Beziehung und so gute Freundschaft. Sie ist so eine krasse Frau einfach. Sie ist mein Soulmate. Und ich habe auch jetzt Bedürfnis, wenn wir uns 2, 3, 4 Tage nicht sehen, Julie direkt anzurufen und zu erzählen, was es war. Und ich meine, auch diese schweren Momente in der Reha haben wir eine super Freundschaft und super Beziehung gebaut, dass wir fast abhängig voneinander sind. Obwohl es komisch klingt, aber ja, wir sind echt richtige Bros jetzt. Julie selber als Einzelperson riesige Eigenmotivation, da musst du kaum was sagen, sondern eher mal ein bisschen bremsen. Die zusammen war dann noch mal mehr durch die Decke und gib. Also das war schon sehr motivierend auch für mich. Also macht natürlich auch Spaß, wenn die Leute so selber Gas geben. Also ich habe mich mega gefreut, dass sie wieder zur Mannschaft darf, aber dann wusste ich so, jetzt wird es noch mal richtig schwer, so, auch wenn es absehbar ist, aber es sind halt immer noch 7 Wochen und ja, ist halt sehr, sehr zäh, wenn man weiß, man ist alleine in der Reha. Und Jovi hat sich dann dazu entschieden, dass sie halt immer in den Mittagspausen vom 1. zum 2. Training halt immer da geblieben ist. Also sie war halt immer, als wäre sie noch in der Reha da. Und das war Wahnsinn. Also das hat mir so viel gegeben und irgendwie hat man halt das Gefühl gehabt, okay, es ist alles, wie es sonst immer war. Und hat einem halt nochmal einen extra Motivationsschub gegeben. Deswegen bin ich trotz allem, was passiert ist mit unseren Kreuzbändern, extrem froh, dass ich so eine Reha mit dir erleben durfte und habe dich einfach als Menschen sehr, sehr lieben gelernt und direkt ins Herz geschlossen und weiß ganz genau, dass ich die Reha ohne dich niemals so geschafft hätte. Grüße. Ich mag diese Frau einfach sehr, sehr, sehr. Und ich meine, das weiß sie auch, aber Julie, mein Bro, ich bin extrem dankbar. Und ich liebe dich einfach, Bro. Was ich auch wirklich sehr, sehr besonders fand, dass wenn man gesehen hat, wenn die Mädels ein Spiel hatten, wie sehr dann die Julie an einem Spieltag sich für die Mädels gefreut hat, die Mädels vorm Spiel abgeklatscht hat, gepusht hat, alles dafür gemacht hat, dass die Mannschaft gewinnt. Und das fand ich sehr besonders. Klar, man kann nicht aktiv dabei sein, aber irgendwie ist es halt trotzdem so ein Gefühl, man muss unterstützen, wo man kann. Und deswegen haben wir auch gesagt, dass es gar keine Frage ist, dass wir da auch zu den Auswärtsspielen mitfahren, wenn wir dürfen. Und uns da auch, wenn es nötig ist, selber organisieren, weil wir halt einfach gespürt haben, dass es der Mannschaft auch gut tut, wenn von draußen jemand halt motiviert und pusht. Und deswegen war das gar keine Frage für uns. Und ja, dann war es halt auch wieder eine extrem schöne Geste, als dann bei manchen Toren die Mädels dann einfach zur Tribüne gerannt sind, uns in den Arm genommen haben und man das Gefühl hatte, okay, in so einem Moment gilt jetzt nicht nur die Mannschaft auf dem Platz, sondern halt alle und das gibt einem halt extrem viel dann. Und von daher war es sehr, sehr schön, dass wir dann auch die Möglichkeit hatten, zum Beispiel mit nach London zu reisen für die Champions League.
Und dann werden die Mädels zum ersten Mal seit langer Zeit Meister. Und dann trotzdem den anderen den Erfolg so zu gönnen, glaube ich, zeigt einfach, dass sie einen sehr, sehr guten Charakter hat. Ich muss sagen, so in der Pause hat man schon so ein bisschen überlegt, okay, jetzt geht's bald wieder los. Bin ich gut genug? Schaffe ich es wieder auf das Level? Ich hatte ich hatte den Ball an meinem Fuß, aber nicht mehr in diesem Teamgefüge und so. Und irgendwie will man halt auch bestätigen, dass man wieder so zurückkommt, wie man gegangen ist. Und da hat man schon sich viel Gedanken gemacht, aber irgendwie hat halt die Vorfreude einfach sozusagen überwiegt und mir dann auch nicht mehr viel Gedanken gemacht. Also mir war klar, dass nicht alles klappen wird, was vielleicht vorher so war, aber ich glaube, die Zeit muss ich mir auch einfach geben. Ja, ich habe die ganze Vorbereitung ja mitgemacht, musste die ersten 3 bis 4 Wochen aber ohne Körperkontakt noch dabei sein. War aber trotzdem einfach schon schön, wieder auf dem Platz zu stehen mit der Mannschaft, nicht mehr alleine trainieren zu müssen. Es war eigentlich so im ersten Training mit Kontakt dann so eine Aktion, wo so ein Pressschlag war. Und da war es für mich so irgendwie so der Auslöser, okay, es ist stabil, es geht alles. Und dann war es irgendwie im Kopf auch so, hat irgendwie viel freigesetzt. Und ab da war ich mir eigentlich sicher, dass ich halt volles Vertrauen haben kann. Und seitdem nehme ich den Kopf auch gar nicht mehr mit. Also ich spiele wieder befreit auf. Es klappt natürlich noch nicht alles so, wie ich das will. Aber ich glaube, ich bin guter Dinge, dass das in den nächsten Wochen dann auch wieder kommt und ich schon ganz gut wieder auf meinem Level bin. Kraftmäßig hat sie brutal zugelegt. Ja, auch wenn es jetzt vom Volumen nicht viel mehr ausschaut, aber Kraft ist einfach dahinter. Ausdauer hatte sie sowieso schon vorher. Ja, und das ist halt einfach noch Stärken weiter ausbauen, die Schwächen ausmerzen. Man hat es, glaube ich, gelernt, anders wertzuschätzen wieder, so dass man das wieder machen darf, was man so lange nicht konnte. Und deswegen hatte ich einfach extrem Bock, wieder auf dem Platz zu stehen und habe irgendwie jedes Training absolut genossen. Und deswegen, ich glaube, das geht immer so ein bisschen verloren, wenn man so in diesem Alltag drin ist. Man ist nie verletzt, man kann immer im Training sein. Da ist es vielleicht auch mal nicht schlecht, eine Pause zu kriegen und dann zu sehen, hey, eigentlich ist es so geil, was wir machen. Und das hat mir meine Verletzung auch gezeigt. Ja. Die USA-Reise war für alle ein Riesen-Highlight. Also allgemein jetzt wieder nach der ganzen Corona-Zeit so richtig reisen zu können und dann auch noch in die USA, das war halt mega. Und wir wussten halt, dass es ein cooles Turnier wird und viel auch drumherum gemacht wird. Von daher hatten alle mega Lust drauf. Und für mich persönlich war es halt auch ein Riesending, weil ich wusste, dass da 2 Spiele anstehen und ich vielleicht eins davon machen darf. Von daher hatte ich noch mal mehr Euphorie, glaube ich. Und deswegen, mega, mega coole Reise. Es war im Vorhinein schon so abgesprochen, dass wenn alles nach Plan läuft und mein Knie gut mitmacht, dass es sein könnte, dass ich in den USA eben spielen darf, also vom Doc aus. Und dann war es halt immer so, ich wollte mich nicht zu früh drauf freuen, weil sonst wird man wieder nur enttäuscht, wenn dann doch irgendwas sein sollte. Deswegen habe ich es immer einfach auf mich zukommen lassen und dann kam der Trainer aber eben zu mir nach dem ersten Spiel und meinte, ja, Samstag ist es soweit und du kriegst deine Minuten. Und dann war es halt, die ganze Woche war dann halt einfach so Vorfreude auf dieses eine Spiel und deswegen, habe ich die, glaube ich, wirklich noch mal mehr genossen als vielleicht alle anderen. Oh yeah, whoa, look, they can never keep me down, I'm going, and if I ever fail to snow, I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going up.
everywhere I go. The people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. This is her queendom. Please respect her rule. Ich konnte es natürlich nicht für mich behalten, weil irgendwie war das so Riesenfreude und man musste das irgendwie mit jemandem teilen. Und ich war dann mit Jovi auf dem Zimmer, deswegen war das perfekt, das da direkt rauszuhauen. Aber ja, natürlich meinen Eltern, meinen Ängsten halt direkt gesagt, weil irgendwie, es war zwar nach deutscher Zeit um 12 Uhr, aber ich wusste, dass wenn das Spiel irgendwann kommt, dass egal welche Uhrzeit, dass halt gerade meine Eltern, meine Familie einschalten werden und deswegen ja, war es mir dann wichtig, dass ich das denen so früh wie möglich auch sage. Wenn sie weiter weg ist oder länger weg ist, wir telefonieren, wir WhatsAppen täglich. Das brauchen wir, beide Seiten. Wenn es irgendwann mal so sein sollte, dass die Julie sich mehr abnabelt, dann lassen wir auch mehr los. Aber solange es so ist, machen wir es gern, meine Frau und ich. Wir leben den Sport mit ihr zusammen. Erstmal war das so, der Tag war voller Aufregung. Also ich bin ins Stadion gefahren, ich wusste, es kommen viele Zuschauer. Das Trikot hängt zum ersten Mal wieder in der Kabine, man zieht seine Stutzen an, das war alles Wahnsinn. Also es war für andere so selbstverständlich, aber irgendwie war es so cool und dann zum Aufwärmen einfach wieder mit dem Ball auf dem Rasen, also es war unglaublich. Und dann war es eben so, erste Halbzeit noch zugeschaut, dann wusste man, in der Halbzeit wärmt man sich langsam auf. Und ja, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, bis endlich mein Name kommt und dann war es soweit. Und es war, ich glaube, man hat sich das in der Reha-Zeit so 1000-mal durch den Kopf gehen lassen, wie das aussehen könnte, wie alles abläuft. Und es war dann trotzdem nochmal 100-mal schöner, weil es halt endlich hat sich dann alles ausgezahlt. Und das war der Moment da, wofür man so lange gearbeitet hat. Ja, ich muss sagen, das war nochmal ein anderes Gefühl dann als jetzt in Louisville, weil man wusste, es ist halt kein Freundschaftsspiel mehr, man ist jetzt wirklich wieder dann in der Bundesliga auf dem Rasen und dann hat es einem, glaube ich, noch mal mehr gegeben. Also ich war vor dem Spiel gar nicht so nervös, sondern habe mich halt extrem gefreut und habe mich auch
extrem gut gefühlt an dem Tag. Es hat alles gestimmt irgendwie. Ich habe gehofft, dass wir früh hochführen, dass es vielleicht schneller der Fall ist, dass ich reinkomme. Aber habe ja dann nochmal fast 20 Minuten bekommen und das war, ja, da hat einfach alles gestimmt an dem Tag. Die eigenen Fans waren wieder im Stadion, meine Eltern waren da. Das war halt, ja, das war alles so, wie man es sich ausgemalt hat. Das war so wie im Bilderbuch.